Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Heute sprechen wir über ein Land, das man auch gerne Land der unbegrenzten Möglichkeiten nennt. Also gemeint sind die USA. Und warum machen wir das? Jedes Jahr zieht es ja zigtausende dahin, aus den verschiedensten Gründen. Deutschland, wenn wir allein Deutschland ansehen, Deutschland verliert ja jedes Jahr auch ca. 25.000 Einwohner und auf Platz 1 bis 3 ist immer die USA. Ne? Meistens ist da noch die Schweiz oder Österreich dabei. Das liegt einfach daran, dass unsere Nachbarn sind. Aber dann kommt auch schon auf Platz 1, 2 oder 3 kommen die USA. Und deswegen sprechen wir heute mit Frau Henke, die eine Spezialistin ist auf dem Gebiet, Menschen zu helfen, Interessierten zu helfen, da einzuwandern. Habe ich das richtig gesagt, Frau Henke? Am besten, Sie stellen sich unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst vor. Ja, vielen Dank, Herr Taborek. Ja, das ist richtig. Ich bin die Frau Henke, komme ursprünglich aus den USA und wohne und arbeite hier in Deutschland seit 2006 und habe meine Firma schon seit 2009 hier basiert in München. Und in den USA war ich schon spezialisiert auf Arbeitsrecht und Einwanderungsrecht am Anfang, so in anderen Bereichen wie Kommunikationswissenschaft und danach habe ich so meinen Vorfahren so gefolgt, weil meine Eltern sind auch Auswanderer aus Haiti nach USA und gesagt, ich werde jetzt eher spezialisieren auf US-Einwanderungsrecht. Und als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich so diesen Markt entdeckt, sozusagen, diese Nachfrage, große Nachfrage nach US-Recht und Einwanderungsrecht und sehr, sehr spannend, Bandbreite, viele Bereiche von Selbstständigen bis zum Unternehmen, bis zum Künstler, bis zu kleinen mittelständischen Unternehmen und da ist immer viel zu tun und wir sind gerne dabei, Leute dann in diesem Bereich zu unterstützen. Klasse. Jetzt ist ja so, dass seit 2001 die Migrationspolitik in der USA sehr viel restriktiver geworden ist und auf der anderen Seite aber jetzt in der Corona-Zeit, in den letzten 2 Jahren, natürlich auch durch die Corona-Zeit etwas zusätzlich noch erschwert wurde, gleichzeitig die Nachfrage aber gestiegen ist, gerade in den letzten 2 Jahren. Also bei uns ist zumindest so, dass die Anfrage zum Umzug ins Ausland generell stark zugenommen hat und besonders Unternehmer überlegen halt, ihren Unternehmenssitz zu verändern. Oftmals liegt es daran, dass sie sich von der Regierung nicht mehr richtig unterstützt fühlen oder die Einschränkungen zu restriktiv geworden sind. Und wir haben noch einen anderen Punkt, der bei uns immer wieder aufschlägt, das ist, dass Familien ans Auswandern denken, weil wir ja in Deutschland die Schulpflicht haben. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit war das für viele Eltern eine große Herausforderung. Und der eine oder andere weiß, dass in vielen anderen Ländern zwar eine Bildungspflicht ist, keine Anwesenheitspflicht in Schulgebäuden. Und Eltern, die ihre Kinder vielleicht im Homeschooling oder in einer Online-Schule, wir hatten dazu zu beiden Themen jetzt auch erst kürzlich einen Podcast, für die das interessant ist, auch die mögen sich ja interessieren, in die USA auszuwandern, weil es dort viel, viel einfacher ist. So, jetzt ist meine Frage, warum hat Ihrer Meinung nach, Sie haben ja auch eine ganze Menge Mandanten und Anfragen, warum hat die USA so eine Anziehung jetzt aus Ihrer Sicht? Warum gibt es die verstärkte Nachfrage? Ja, Sie haben das also wirklich richtig erwähnt. Ich habe auch diese hohe Nachfrage bemerkt, besonders in den letzten 2 Jahren, trotz Corona und immer die gleichen so Erklärungen mit Restriktionen in Deutschland, dieses Gefühl von Freiheiten, dass man so mehr Freiraum hat in den USA,
was zu erledigen und entwickeln, und auch dann viele Familien, die, wie Sie sagten, die sehr gerne in die USA dann umsiedeln möchte. Und viele erwähnen wirklich, dass sie fühlen sich von der Politik in Deutschland so nicht zufrieden, von den Investitionen. Und ich sage nicht, ob das richtig ist oder nicht. Ich sage nur natürlich, was die Leute mir dann erzählen. Und wirklich eine hohe Zahl von Kunden, von potenziellen Kunden sagen diese Gründe dann sehr, sehr oft. Und habe auch bemerkt, dann in der Vergangenheit war es weniger, die viele finanzielle Mittel zur Verfügung hatten und Fragen zu Investor-Visum oder Investor-Green Card überhaupt. Und jetzt sehen wir mehrere Nachfragen, wirklich Leute, die ein kleines Unternehmen haben oder Geld auf der Seite haben oder geerbt haben und möchten dann wirklich durch Investitionen in die USA kommen, ob das Familien sind oder Unternehmen. Ja, ist interessant. Also deckt sich auch mit dem, was ich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde mal so eine statistische Umfrage veröffentlicht. Da hat man gesagt, also die meisten, die in die USA gehen wollen, weil sie mal was Neues probieren wollen. Dann kam, weil sie beruflich bessere Chancen haben, und dann kam auch schon der Grund, weil sie unzufrieden sind generell mit dem Leben in Deutschland. Jetzt, wenn also jetzt ein Unternehmer, jemand, der Unternehmer ist und Unternehmen hat, umziehen möchte in die USA, welche Möglichkeiten hat er? Ja, als Unternehmen, die beste Option ist durch sogenannte Unternehmervisum. Das ist so ein Visum durch Investition oder durch Handel, je nachdem, was am stärksten ist, was das Unternehmen dann mag. Und die USA hat verschiedene Abkommen zwischen vielen Ländern, wo dann die Bürger von diesen Ländern, aus diesen Ländern, ein spezielles Visum beantragen können. Das heißt, so alles ist so mit Buchstabensuppe, sage ich immer, von den verschiedenen Kategorien von Visen. Das wäre das E-Visum, was Unternehmen dann beantragen können, das beweisen, dass es eine Firma gibt, dann in den USA, das gegründet wurde oder bald davor steht, das dann zu gründen, dass es eine Investition gab in den USA schon und dass das mehr Investitionen natürlich geplant ist, oder dass diese Firma schon dann viel Handel zwischen USA und Deutschland oder zwischen USA und dem Land, wo diese Person dann auskommt. Das muss alles dann bewiesen werden, und das ist wirklich die beste Option, Hauptvisa-Kategorie, was die meisten dann Unternehmen beantragen. Ob das Kleinunternehmen ist, wo der Besitzer selber dann rüber geht, oder ein größeres Unternehmen, wo dann die vielen Mitarbeiter dann letztendlich rüberschicken möchten in die USA. Ja, also ich möchte es mal ein bisschen plastisch vielleicht mal ein paar Beispiele erklären. Ja? Also wir haben ja folgende Situation oftmals. Wir haben ja zum Beispiel jetzt den einen Fall, wo eine gewisse Summe Geld vorhanden ist, ja, aber wo jetzt der Betroffene selbst kein Unternehmen hat. Ja? Dann ist ja oftmals, also bei unseren Mandanten, ich weiß nicht, ob Sie das teilen können, ein typischer Fall, dass man dann ein bestehendes Unternehmen in den USA kauft. Zum Beispiel ein Bed and Breakfast oder ein Car Body Shop oder was eben die eigene Spezialisierung ist. Also ich habe eine Mandantin, die hatte auch keinerlei Business in Europa, aber die hat dann ein Printshop in den USA gekauft. Ja, also ein bestehendes Printing-Unternehmen. Ja. So, das ist mal die eine Gruppe. Ja. Das heißt, sie sagen, okay, ich kaufe jetzt, ich investiere, was weiß ich, 500.000, 1 Million, kaufe mir ein bestehendes Unternehmen, was dort funktioniert und letztlich, was ich dann weiterführe. Ja. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich hatte einen Mandanten, fand ich ganz interessant, einen Schweizer, der hat ein
ein Home Decorating Business auf Martha's Vineyard gekauft. Ja. Okay. Schön, ja. Martha's Vineyard ist ja die Insel dort, wo die Kennedys ihr Haus haben, Daniel. Ja, also, und er hat immer gesagt, mach bloß kein Business mit den Kennedys, weil die zahlen am schlechtesten. Ja, die brauchen am längsten, um die Rechnung zu bezahlen. Also keiner auf Martha's Vineyard, sagte er, soll ein Business mit denen machen. Ja, anyway, also das heißt, das ist die eine Gruppe. Ja? Und dann gibt es natürlich viele, unsere Mandanten sind ja Mandanten, die jetzt zum Beispiel schon ein Unternehmen haben in Deutschland. Und die würden dann im Grunde sagen, ich expandiere jetzt mein Unternehmen in die USA. Ja? Das heißt, ich würde dort im Grunde eine Tochtergesellschaft, eine Niederlassung aufbauen in den USA, um dann entsprechend hier das Geschäft in den USA entsprechend aufzubauen. Ja? Und beides ist möglich, oder? Ja, beides ist möglich, obwohl natürlich der klassische Fall ist der letztere, was Sie dann geschildert haben. Und das ist auch die Fälle, wo das Konsulat sich am wohlsten fühlt, sagen wir so. Wir schauen, was für Erfahrung hat diese Person oder hat dieses Unternehmen, wird das erfolgreich sein? Die Hürde ist sich schon ein bisschen höher für Ausländer, sagen wir, als für normale Amerikaner. Amerikaner dürfen nicht erfolgreich sein und Ausländer müssen erfolgreich sein. So, wenn das Konsulat sieht, okay, diese Person hat überhaupt keine Erfahrung im Restaurantbereich, in diesem Bereich, wo diese Person jetzt sein Business in den USA kaufen möchte, da hat das Konsulat dann Bedenken. Und jeder Fall ist anders und da muss man sehen, okay, wird diese Person jetzt irgendjemand anstellen, der Erfahrung hat in diesem Bereich, sodass das Konsulat das Gefühl hat, okay, das wird erfolgreich sein. Oder wird diese Person kurz davor Training machen oder das Business kaufen, aber noch in Deutschland bleiben oder wo immer und Training machen, bevor diese Person dann übergeht. So, von daher, vielleicht habe ich Sie kurz unterbrechen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Das E-Visum, wenn ich es richtig verstanden habe, wird also letztlich bearbeitet vom Konsulat oder von der amerikanischen Botschaft in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich, wo man eben lebt. Nicht in den USA, sondern letztlich lokal. Ja, ich werde versuchen, das schnell zu erklären. Es ist ein bisschen schwierig. Es gibt verschiedene Kategorien von Arbeitsvisum. In der Regel muss man einen Antrag in den USA einreichen bei Homeland Security, Citizenship, Immigration Services. Die prüfen, ob man die Bedingungen erfüllt für diese Kategorie von Arbeitsvisum. Und wenn diese Behörde sagt ja, dann darf man, wenn man sich außerhalb der USA befindet, zum Konsulat gehen und das Visum zu bekommen, um einreisen zu können in diese Kategorie. Bei dem E-Visum, das ist quasi die einzige Kategorie, wo das Konsulat sagt, uns ist egal, was die Behörde in den USA gesagt hat. Wir nehmen das nicht wahr. Sie müssen alles nochmal einreichen bei uns, sodass wir das prüfen können. Und deswegen macht es am meisten Sinn, wenn man sowieso in Deutschland ist oder außerhalb der USA ist, das einfach direkt beim Konsulat einzureichen und nicht in den USA einzureichen, weil das Konsulat sagt, sie müssen das sowieso nochmal einreichen. Wenn man sich schon in den USA ist, in eine andere Visa-Kategorie und möchte wechseln, war Student und hat ein Business gegründet und möchte jetzt das den E-Status beantragen und den USA nicht verlassen, das wäre ein Beispiel, wo es Sinn machen könnte, den Antrag bei der Behörde in den USA zu beantragen. Mit im Hintergedanken, wenn diese Person irgendwann mal die USA verlassen muss, dann muss er das Visum vom Konsulat bekommen und das Konsulat will alle Unterlagen nochmal fordern und prüfen. So deswegen in der Regel ist es am besten, das beim Konsulat einzureichen. Jetzt haben wir also gehört, wie es ist, als Unternehmer in die USA auszuwandern, also welche Visa es gibt und was man für die Beantragung alles braucht.
Wie sieht es aber aus, wenn man auswandern will, um sich zum Beispiel mit seiner Pension oder Rente in den USA zur Ruhe zu setzen? Oder was gilt für Privatiers mit ausreichend Vermögen? Wie die Visabedingungen für solche Personen ausschauen, darüber sprechen wir jetzt. In den USA gibt es noch nicht so eine bestimmte Visa-Kategorie für diese Personen, so Retiree-Visum oder Privatier-Visum sozusagen. Das muss, wenn diese Personen planen, wirklich auf Dauer permanent in den USA dann zu wohnen, das geht normalerweise dann durch eine Green Card, das ist die Daueraufenthaltserlaubnis, und das muss oder könnte man dann durch Investitionen machen, als Privatier zum Beispiel. Und Senioren, die sich genug Geld haben, um das zu machen, ohne dass die zum Beispiel eine eigene Firma zu gründen. Es gibt so eine Investition Green Card, wo man selber was betreibt, aber es gibt auch eine Investition Green Card durch sogenannte Regional Centers. Um kurz zu erklären, das sind so Programme, Projekte, die schon genehmigt wurden von der Immigrationsbehörde, und man investiert dann in diesen Projekten als so Limited Partner. Und diese schon genehmigte Projekte haben schon bewiesen, dass es genug Arbeitsplätze geschaffen wird für jeden Investor. Und nach einem sehr langen Prozess bekommt man dann einen permanenten Green Card. Das ist so eine abgekürzte Erklärung, was ist so ein bisschen kompliziert. Das sind momentan wirklich als Green Card, als permanenten Resident, die Optionen für Senioren oder Privatier dann in den USA zu wohnen. Regional Center momentan nur kurz dazu, das sind so auf Eis, weil dieses Programm muss immer dann verlängert werden. Momentan steht viel Diskussion, wann das verlängert wird, sodass es noch nicht verlängert. Sonst, es gab auch eine Kategorie, aber die Zukunft von der Kategorie ist auch in Frage. Es heißt so Entrepreneur, Startup Kategorie, wo viele versuchen vielleicht hier was zu machen. Das ist immer in Verbindung mit irgendwelcher Arbeit. So einfach in den USA, hier ist mein Geld und ich möchte nichts machen, das ist schwierig, wieder außer diese Investitions-Green Card. Jetzt haben wir gerade die Investitions-Green Card nochmal angesprochen. Investorenvisum. Da liest man ja mitunter verschiedene Angaben. Also es geht jetzt mal um das substanzielle Investment, das man da bringen muss. Und manchmal liest man, dass man 150.000 Euro zum Beispiel investieren müsste. Manchmal liest man höhere Beträge oder niedrige Beträge. Was sind denn da oder was kennen Sie für konkrete Anforderungen oder Fälle oder von den Zahlen? Man muss sich dann unterscheiden zwischen dem Investor Green Card und Investor Arbeitsvisum quasi. So sind zwei verschiedene Kategorien. Eine ist keine so Daueraufenthaltserlaubnis, sondern ein Arbeitsvisum sozusagen, was bis zu 5 Jahren genehmigt werden kann. Und dann muss man wieder das beantragen und beweisen, dass man die Bedingungen erfüllt. Und da gibt es eigentlich keinen konkreten so Mindestbetrag, was man beweisen muss. Es kommt auf das Unternehmen, auf den Plan, auf den Business. Wir haben alles beantragt oder genehmigt bekommen, so von 30.000 bis Millionen. Die Behörde will sehen, wie groß ist das Projekt, wie klein. Wenn es ein kleines Projekt ist, Tante Emma Laden, dann möchte das Konsulat sehen, dass natürlich man so viel wie möglich von der möglichen Anlaufskosten und Investitionen schon getätigt wurde, ob das dann 30.000 ist oder 50.000. Wenn es ein größeres Unternehmen ist, wo am Ende Millionen dann investiert wird, dann reicht es, wenn am Anfang nur 150.000 investiert wurde. Aber das Konsulat will konkret sehen, dass man
nicht leicht einfach sagt, nee, das mache ich nicht mehr. Das heißt irrevocably committed, weiß ich, wie man das auf Deutsch sagt, aber es muss wehtun, wenn man sagt, ich mag das nicht mehr. So, das ist auf der einen Seite. Die Investitions Green Card, das ist fest geregelt dann im Gesetz. Dass, wenn das kein Regional Center Program ist, hätte man 1 Million Dollar investieren sollen und 10 Arbeitsplätze geschaffen. Regional Center, das ist dann weniger, je nachdem, ob das eine wirtschaftliche, so deprimierte Gegend ist. Das war auch dann 500.000 oder 1 Million, aber das wird wahrscheinlich teurer sein, aber es gibt momentan so vom Gericht und vom Senat, sagen wir, das Diskussion, ob das dann gleich bleibt oder teurer wird und wie. Und es ist so eine komplizierte Rechtsstreit momentan. Und hoffentlich wird das dann im Februar beendet und dann gibt es Klarheit. Aber da ist es definitiv geregelt, wie viel man investieren muss. Und bei dem Arbeitsvisum, da ist es nicht geregelt. Je mehr, desto besser natürlich, aber es kommt immer auf das Unternehmen an, auf den Businessplan. Was Sie jetzt gerade eben gesprochen haben, Regional Center, da sagt man ja, glaube ich, auch so abgekürzt EB5 dazu, EB5, korrekt? Richtig. Und ich glaube also, nur noch mal zum besseren Verständnis für unsere Zuhörer, wenn ich Sie richtig verstanden habe, da geht es jetzt eher um ein in Anführungszeichen passives Investment. Ja? Das heißt also, ich kannte zum Beispiel einen Mandanten, da hat Hilton hat irgendwo ein Hotel gebaut in North Dakota, ja, und die Gesamtkosten für das Hotel waren 100 Millionen. Ja? Und dann haben die eben dort ein Regional Center registriert. Und da war dann, glaube ich, für, was weiß ich, 100 EB5-Visa oder so, die konnten dann dort Partner werden. Ich glaube, wie gesagt, mindestens, das war schon vor einigen Jahren, 500.000. Wird man dann eben Member von der LLC oder Limited Partnership, die das Hotel betreibt. Ja. Genau. Und dann hat man also dann im Grunde einen passiven Weg, ohne dass man jetzt dort selbst unternehmerisch tätig ist, ja, sondern kann einfach dann, ist eben Teilhaber in diesem Unternehmen, bekommt halt seine Gewinnausschüttung und das war's. Und es wurde ja, glaube ich, EB5 vor allen Dingen, mein Verständnis, was ich gelesen habe, verwendet sehr viel auch von chinesischen Investoren. Ja. Und wie Sie schon gesagt haben, momentan ist es schwierig mit EB5. Das heißt, im Grunde genommen, wenn jetzt jemand als Senior oder Privatier in die USA umziehen wollte, dann müsste er halt tatsächlich sagen, okay, ich kaufe halt ein Unternehmen oder gründe ein Unternehmen und werde halt unternehmerisch tätig. Ja. So anders, außer natürlich, es ist jetzt ein Künstler, das hatten Sie ja vorhin schon angesprochen, irgendein Künstler, Sportler oder sowas, dann gibt es ja nochmal andere Regeln dann. Ja. Richtig, aber wenn er jetzt einfach jemand ist, der jetzt Vermögen hat, aber im Grunde unternehmerisch nicht tätig ist, dann würde das nur funktionieren, wenn er in der Lage wäre, dann unternehmerisch dann sich zu entfalten in den USA. Ansonsten würde er kein Visum bekommen. Ich glaube, einen wichtigen Unterschied, den Sie gerade eben nochmal gemacht haben, und das müssen wirklich die Zuhörer gut verstehen, ist der Unterschied eben zwischen Visum und Green Card. Ja. Also jeder kennt ja Green Card auch schon, also ist ja berühmt-berüchtigt aus verschiedenen Filmen. Green Card ist im Grunde eine unbeschränkte Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in den USA. Während dann zum Beispiel das E-Visum, wie Sie angesprochen haben, wird dann für maximal 5 Jahre erteilt. Ist es immer für 5 Jahre für Deutsche oder manchmal auch weniger? Ja, das liegt in das Ermessen dann des Officers im Konsulat. Manchmal zahlen die nur 2 Jahre. Daher man kann bis zu 5 Jahren dann bekommen. Ja. Und Ihrer Erfahrung nach, was ist so das Typische? Ist es meistens 5 Jahre oder ist es eher weniger? Es ist in der Regel 5 Jahre, bei großen Unternehmen immer. Bei kleinen Unternehmen, Consulting-Firmen, so Unternehmen, wo
nicht so viele Mitarbeiter oder 1, 2 Besitzer, wo das Konsulat grundsätzlich an den Plan glaubt, aber sehen möchte, wie das alles sich entwickelt, dann bekommen diese Leute oft dann 2 Jahre, habe ich gesehen. Also das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, ja. Entschuldigung, ja, Daniel, sag mal. Ja, ich habe dann dazu eine spontane Frage. Die Verlängerung dann, wird die wieder vom Konsulat bearbeitet oder wird die dann in den USA genehmigt und bearbeitet? Man hat die Optionen, das muss man dann sich gut überlegen. Am einfachsten ist das immer dann über das Konsulat zu machen, weil, wie gesagt, wie vorhin erzählt, irgendwann mal, wenn das Visum abläuft und man die USA verlassen muss, wird das Konsulat sowieso alles wieder verlangen. Wenn man weiß, ich muss die USA nicht verlassen, ich bleibe hier so lange, wie es geht, dann könnte man den Antrag innerhalb der USA einreichen. Also ein ganz wichtiger Punkt für unsere Mandanten, für unsere Zuhörer, wie Sie schon gesagt haben, also man muss im Grunde bei der Visumsbeantragung dann einen Businessplan einreichen. Mhm. Und im Grunde genommen das Konsulat prüft dann, ob man was im Businessplan, ich sage mal, angekündigt wird, auch tatsächlich einhält. Ja. Deswegen sehr wichtiger Punkt natürlich, der Businessplan muss realistisch sein. Ja. Man soll nicht irgendeinen Businessplan schreiben, wo man hier irgendwie die Welt verspricht und sagt, man schafft 100 Jobs oder so, wenn man in Wirklichkeit gar nicht kann. Ja? In Wirklichkeit nur 5 Jobs schaffen kann, weil ansonsten steht man nach 2 Jahren da, die schauen den Businessplan an und sagen, naja, du hast gesagt, du hast 10 Jobs in 2 Jahren oder 100 Jobs und jetzt hast du nur 3, also dann hat sich das Visum erledigt. Ja. Sind sie auch so, ja. Genau. Und die achten wirklich sehr viel drauf. Jetzt in letzter Zeit haben wir das bemerkt. Früher haben die nur wirklich ein bisschen über den alten Plan geschaut bei einer Verlängerung. Haben gesagt, okay, wie wird das dann weitergehen? Aber wir haben auf jeden Fall bemerkt, dass die wirklich, man muss sogar was von dem alten Antrag dann vorlegen, wie war es davor, die vergleichen das und wir sehen, ob man wirklich dazu gehalten hat. Und das ist sehr wichtig, mit Hilfe von Steuerberater, Businessplan, das ist nicht einfach erfundene Zahlen sind, sondern wirklich konkrete auf jeden Fall. Und da möchten wir auch mit Partnern damit arbeiten und nicht sagen, ja, einfach irgendwas, das ist egal, das stimmt auf jeden Fall nicht. Der Unterschied zwischen Visum und Green Card ist also die Dauer der Aufenthaltsgestattung. Während die Green Card eine unbegrenzte Zeit gültig ist, gibt es für jedes Visa eine begrenzte Zeitspanne, in der man sich in den USA aufhalten darf. Je nach Entscheidung des Konsulats maximal 5 Jahre. Dann heißt es, rechtzeitig eine Verlängerung beantragen. Wie ist es aber, wenn ein Unternehmer oder Privatier ein Visum erhalten hat, aber auch seine Familie mitnehmen will? Darüber sprechen wir jetzt noch. Ich will nicht sagen, dass überhaupt keine Sorgen. In der Regel, die Familienmitglieder, die so enge Familienmitglieder bekommen ein Visum, um den Hauptantragsteller zu begleiten. So Ehepartner, Kinder unter 21, so unverheiratete Kinder. Es ist schwierig, wenn man die Eltern bringen möchte, so die Mutter, Schwiegermutter, so Oma rüber, um mit den Kindern bei den Kindern dann zu unterstützen. Das ist dann schwierig. Aber enge Familienmitglieder haben so Anspruch drauf. Gleichgeschlechter auch, solange man verheiratet ist. Es ist schwieriger für Lebensgefährte. Da ist es nicht unmöglich, aber der Lebensgefährte zum Beispiel muss dann ein einfaches, normales Besuchervisum beantragen, um den Hauptantragsteller zu begleiten und darf dann nicht arbeiten, weil das ist kein Arbeitsvisum. Entschuldigung.
es ist schwierig, wenn zum Beispiel im Hintergrund oder irgendwas in der History von Familienmitgliedern da eine Vorstrafe ist, irgendein Problem, dann kann es sein, dass der Ehepartner zum Beispiel dann kein Visum bekommt oder eine Sondergenehmigung braucht, weil trotz dass das als Familie dann gleichzeitig beim Interview beantragt wird, werden jeder natürlich individuell geprüft auf die Bedingungen, besonders sogenannte Inadmissibility. Das heißt, gibt es einen Grund, dass diese Person kein Visum bekommt aufgrund von ansteckenden Krankheiten, Vorstrafen, Stoße gegen Immigrationsgesetze und so weiter. Okay. Jetzt haben wir am Anfang schon über die Gründe gesprochen, für einige Deutschland zu verlassen oder sich auch für die USA zu interessieren. Manch einer gefällt ja die steuerliche Situation jetzt in Deutschland eher weniger, sagen wir es mal so. Und manch einem gefällt auch die Mentalität des deutschen Finanzamtes vielleicht nicht oder die Beziehung, die da so zwischen Steuerpflichtigen und dem Finanzamt liegt. Deswegen vielleicht mal eine Frage auch in Richtung Sebastian. Das ist ja auch mit ein Spezialgebiet von dir. Also wenn man jetzt als Unternehmer auswandern möchte oder in die USA einwandern möchte, gibt es irgendwelche Dinge, die man doch vorher sich gut überlegen sollte? Also was man sich auf jeden Fall natürlich überlegen muss, ist immer, wenn man aus Deutschland wegzieht, die Wegzugsbesteuerung. Ja? Das heißt, wenn man Kapitalgesellschaften besitzt oder Anteile an Kapitalgesellschaften besitzt, dann wird hier beim Umzug ins Ausland ein fiktiver Veräußerungserlös errechnet und der muss dann versteuert werden. Die Wegzugsbesteuerung kann relativ happig sein. Also mal angenommen, man hat eine GmbH, die macht 100.000 Gewinn. Dann sagt das Finanzamt schnell, dass die 1,4 Millionen wert ist. Wenn man die mit 25 gegründet hat, 25.000, dann ist letztlich der Veräußerungserlös 1,375 Millionen. Und davon 60% muss man damit Einkommensteuer versteuern. Ja, Halbeinkünfteverfahren. Da kommen also schon ein paar 100.000 schnell zusammen, auch bei einem relativ kleinen Unternehmen. Da muss man sich dann überlegen, wie man damit umgeht. Es gibt natürlich Möglichkeiten. Ich habe erst gestern mit einem Mandanten gesprochen, der zieht in die USA um. Der hat zum Beispiel jetzt sein Unternehmen an eine Stiftung übertragen. Ja? Oder man kann es auch an andere Personen in Deutschland übertragen. Aber das ist jedenfalls ein Thema, womit man sich befassen muss. Und dann natürlich, wenn man in den USA lebt, sind dann natürlich die ganzen Fragen, die sich stellen, was passiert zum Beispiel mit Einkommen, was man weiterhin aus Deutschland und so weiter hat. Die USA sind jetzt ja bekannt dafür, dass sie eine sehr auch strenge Steuerbehörde haben, IRS, und dass die steuerliche Compliance schnell sehr umfangreich ist, insbesondere wenn man Auslandsbeteiligung hat. Man muss also zig Formulare ausfüllen für diese Firma, für dieses Konto, muss also alles offenlegen. Die Steuer ist zum Teil, die steuerliche Belastung ist zum Teil signifikant niedriger als in Deutschland. Aber wie gesagt, die Compliance ist relativ umfangreich. Ja. Das heißt, man muss auf jeden Fall dann dort die richtige Beratung haben, die entsprechend dann sich auskennt mit solchen Themen. Also wie gesagt, das Wichtigste ist eben, dass man die Deadlines beachtet. Es ist in den USA oftmals so, wenn man die Deadline nur verpasst um einen Tag, dann werden sofort $10.000 Strafe fällig. Ja. Also eine Kultur, die man aus Deutschland so nicht unbedingt kennt, ja, oder aus Europa. Ich meine, wenn man in England einen Tag zu spät ist mit einer Einreichung, zahlt man 100 Euro, ja, oder 100 Pfund. Das ist in den USA nicht unbedingt so, bei manchen Formularen. Ja, also da ist eine andere Kultur. Ja, also wie gesagt, die steuerliche Belastung ist eigentlich, kann man sagen, im Großen und Ganzen niedriger. Vor allem, wenn man sich zum Beispiel jetzt anschaut, hier ist das Thema Erbschaftssteuer, ja, was ja jetzt in den USA sehr, sehr großzügig geregelt ist. Ja, auch Kapitaleinkünfte sind sehr großzügig besteuert, zumindest langfristige. Aber man muss sich da auf jeden Fall sehr gut beraten, weil auf jeden Fall das Steuersystem ist sicherlich ähnlich komplex wie in Deutschland und es gibt ähnlich viel zu beachten. Das heißt, Beratung ist natürlich sehr wichtig. Okay, gut zu wissen.
Auch, wie gesagt, eine Frage, die immer wieder du hast es ja schon angesprochen, die immer wieder steht, wenn ich jetzt auswandere aus Deutschland, einwandere in die USA, ist es besser, alle Brücken, also steuerlich auch abzureißen, zum Beispiel sich lieber von Immobilien zu trennen, oder ich habe ja noch ein Unternehmen, an dem ich eine Beteiligung habe. Das sind ja alles Dinge, die man auch vorher sich gut überlegen sollte dann. Genau. Ja, also das sind Dinge, die man absolut, genau, weil man muss auf jeden Fall dann unter der Annahme, dass man in den USA unwahrscheinlich steuerpflichtig ist, natürlich dann alles in den USA erklären. Das heißt nicht, dass man unbedingt Steuern drauf bezahlen muss, aber man muss es alles erklären, und die Formulare sind sehr umfangreich zum Teil. Ja. Und also das sind, wie gesagt, absolut richtig. Man muss sich genau überlegen, man muss das Vermögen möglicherweise neu strukturieren, ja, und sich überlegen, wie man das so machen kann, dass es möglichst einfach ist. Hinzu kommt noch, dass natürlich die Stundensätze von amerikanischen Steuerberatern und Anwälten, da sie sich im internationalen Steuerrecht auskennen, oftmals astronomisch sind. Ja. Also wir haben Kollegen in den USA, die berechnen ja da internationale Steuerberatung ab $1.000 die Stunde aufwärts. Ja, also das ist schon, also man muss sich das gut überlegen im Vorfeld, was die Implikationen sind. Mhm. Ja. Gut zu wissen. Jetzt wollten Sie was dazu sagen direkt? Nein, das ist absolut recht wichtiges Thema, ja. Also dann hatte der Sebastian gerade über die Komplexität der Steuerformulare gesprochen. Gehen wir nochmal zurück zu den Formularen, die wir ja vorher auch ausfüllen müssen, bevor wir mal aus- und einwandern dürfen. Ja. Also wie kann man sich denn das vorstellen jetzt eigentlich? Wir haben ja schon einiges darüber gesprochen. Ist das jetzt ein riesen Formularberg und ein riesen Wust an Unterlagen, die ich da beibringen muss? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also wie komplex ist jetzt der formelle Schritt der Antrag auf ein Visum? Ja. Nee, das ist es auf jeden Fall. Riesenberg, ich sage immer Mandanten, man muss die Bedingungen beweisen, dass man das erfüllt hat. Man beweist von den Beweisen und beweist den Beweis von den Beweisen. Es ist so, weil wenn man denkt, es ist einfach Formular ausfüllen, da steht online von der Migrationsbehörde Checkliste, was die brauchen und wie man das machen muss. Das ist nicht so transparent, weil viel bei der Immigrationsbehörde ist auch, was in Praxis wirklich passiert und nicht, was in Theory einfach was aufgelistet ist. Und anders bei den anderen Ländern, wo man wirklich, okay, Checkliste, das habe ich beigefügt und eingereicht, Visum erhalten. Da ist Ermessen dabei beim Konsularofficer, bei der Behörde in den USA. Und das bedeutet nicht, dass man das überhaupt bekommt, nur weil man alles, was in der Checkliste steht, eingereicht hat. Und es sind wirklich Kleinigkeiten. Mittlerweile sind die Formular auch dann verlängert. Früher war es nur ein paar Seiten. Mittlerweile ist es 10 oder 15 oder 20 Seiten. Vor kurzem gab es eine Klage, weil manche Leute manche Fragen leer gelassen haben, weil es nicht zutreffend ist. Dann ist der ganze Antrag dann abgelehnt. Und ja, das hat dann Nebenwirkungen, wenn da ein Frist ist, wo man irgendwas einreichen muss, und dann hat die Behörde das abgelehnt und die Frist ist vorbei, um das wieder einzureichen, nur weil eine Frage, die nicht zutreffend ist, leer gelassen wurde. So, und das sind alle Sachen, da nur bei den Experten, muss ich sagen, die dabei sind und ständig in Verbindung mit der Behörde ist, die das dann wissen, und es kann keine normale Person wissen. Warum sollen die das wissen? Ich sage immer, Immigration ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht rational immer. Es ist oft, es macht überhaupt keinen Sinn. Und besonders zum Beispiel beim E-Visum, so diesen Unternehmervisum, Investorhandel, da muss man viel Unterlagen dann einreichen, von Steuererklärungen bis
Businessplan, Informationen was das Unternehmen vielleicht in Deutschland gemacht hat und was geplant ist in den USA. Und viele Mandanten sagen immer, nee, das ist, aber ich will diese Informationen nicht mitteilen oder das Konsulat dann sagen, das ist privat oder das ist unser Geheimnisse oder spezielle Projekte, die noch nicht veröffentlicht sind. Und sagen, ja, möchten Sie das Visum bekommen oder nicht? So, das muss man sich da vorstellen, dass es ist mehr als nur Formular ausfüllen und hier ist es, sondern man muss die Bedingungen einfach von den verschiedenen Kategorien beweisen. Mit vielen Beweis. Früher war es einfacher, zum Beispiel diese Kategorie für Intercompany Transfer, so ein Sendungen-Manager aus Deutschland wird zu einer Niederlassung in den USA als Manager dann so entsendet. Und früher Titel ist Manager von einer Abteilung, das ist, was er macht. In den USA, Manager von dieser Abteilung, das ist die Tätigkeitsbeschreibung. Das ist immer, früher hat das gereicht vor 10 Jahren, jetzt ist es, ja, das ist nur ein Titel. Gibt es ein Team, ist da ein Supervisor, wer mag was, gibt es eine Tabelle, von wie viel Prozent von dem Tag ist wirklich Managen und wie viel nur administrative Tätigkeiten und das ist sehr, sehr umfangreich und aufwendig, diese Anträge dann vorzubereiten. Also wir sehen das ja auch immer wieder, ja, mit Mandanten. Also ich meine, ich selbst auch habe in den USA gelebt längere Zeit und hatte auch mehrere Visa. Also ich sage immer, die Visa-Mappe und die Unterlagen am Ende waren mindestens 500 Seiten. Ja. Mit allem drum und dran, also mit Kontoauszügen, mit Businessplanen und so weiter und den ganzen Formularen. Ja. Also das heißt, das ist ein riesiger Wust, ja, an Dingen. Und wie gesagt, also man muss es auch ganz deutlich sagen, ohne einen spezialisierten Anwalt funktioniert es nicht. Ja, also die meisten würden es nicht hinbekommen. Ja. Und selbst mit spezialisiertem Anwalt, ich weiß nicht, wie lange Sie brauchen, um die Visa zu bearbeiten, bis man dann wirklich alles zusammen hat und es einreichen kann. Die Vorbereitung dauert mindestens 3 Monate. Ja, das ist wichtig. Also bis man einen Businessplan geschrieben hat, die ganzen Unterlagen zusammengesucht hat. Also vor allen Dingen, weil die meisten auch nicht Zeit haben, sich damit Vollzeit zu beschäftigen. Die müssen das ja nebenher machen. Und das sind wirklich also gigantische Mengen an Unterlagen. Das darf man nicht unterschätzen. Ja. Ich sage immer, dass Leute mindestens 6 Monate planen müssen von Vorbereitung, Einreichen und Bearbeitung von der Behörde, dass 6 Monate im Voraus schon anfangen sollte. Ja. Kann jetzt jemand, weil Sie das gerade sagen, kann jetzt jemand in der Zeit, in den 6 Monaten, wenn das bearbeitet wird, aber zum Beispiel mit dem anderen Visum einreisen wahrscheinlich? Ja. Und gibt es da irgendwelche Restriktionen, also was er nicht auf keinen Fall machen darf, sonst hat das negative Konsequenzen auf das beantragte Visum beispielsweise? Ja, nee, das Konsulat behält den Pass nicht. Man darf mit ESTA normale Besuche einreisen, dann in den USA machen und keine produktive Arbeit, aber alles, was dann um diesen Business dann aufzubauen, Meetings mit Kunden oder Verträge zu unterschreiben und Site-Visits zu machen, das ist alles erlaubt. So ESTA ist nicht nur, um als Tourist einzureisen und Besucher, aber auch für geschäftliche Tätigkeiten, was nicht mit produktiver Arbeit zu tun. So das alles so beim Unterstützung von Aufbau von dem Unternehmen, sagen so. Und das hat keinerlei dann negativen Einfluss auf der Bearbeitung von dem Investorantrag beim Konsulat. Das läuft normal und das ist kein Problem. Gut.
Eine Sache wollte ich noch fragen, wie Ihre Erfahrung ist. Also wir hatten bei vielen Mandanten das Gefühl, dass also unter Präsident Trump, muss man doch sagen, die Zügel, wie sagt man so schön, deutlich angezogen wurden. Also dass es strenger wurde, auch zum Teil irrational, nicht erklärbar und so und auch viele mehr Anträge abgelehnt wurden. Wie sehen Sie das strategisch und wie sehen Sie das jetzt? Ich meine, gut, die neue Regierung ist noch nicht allzu lange jetzt dort im Sattel und man hat natürlich sehr viel auch jetzt mit Corona zu tun. Glauben Sie, dass das, und man hat ja auch zu allen möglichen Dingen was gehört, immer Dreamers-Programm sollte dann abgeschafft werden und sowas. Glauben Sie, dass sich das ändert oder wird es weiterhin sehr strikt bleiben? Wie ist da Ihr Gefühl? Wie sehen Sie das? Ja, wir sehen schon eine Lockerung, sagen wir in Anführungsstrichen, dass es nicht mehr so strikt sein wird, natürlich je nach Kategorie, je nach Visa, wie unter Trump. Zum Beispiel unter Trump war die Strategie, selbst wenn man schon ein Visum hatte, eine Arbeitsvisa-Kategorie, wenn es Zeit ist für die Verlängerung, die frühe Genehmigung gar nicht wahrgenommen wird. Man muss also quasi alles neu belegen, beweisen, trotz dass es nur eine Verlängerung ist. Und konkret jetzt mit Biden hat die Migrationsbehörde gesagt, nee, das ist nicht mehr der Fall. Wir werden schon jetzt die alte Genehmigungen dann wahrnehmen. So, wir sehen schon peu à peu, sagen wir, so manche Lockerungen, zum Beispiel bei dem Investorvisum, wo eine Firma schon registriert wurde und die wollten Mitarbeiter rüberschicken, hieß es beim Konsulat, okay, warum konnte kein Amerikaner dann diese Stelle dann machen? Alles unter diese Buy American, Hire American, was dann Trump durchgeführt hat. Das ist immer noch da, aber wird jetzt immer weniger. So, sagen, bevor Buy American, Hire American war das gar nicht auf dem Schirm vom Konsulat. Ab und zu ein Officer hat das erwähnt, aber war nicht so auf dem Schirm. Jetzt wird es wieder weniger auf dem Schirm, sagen wir. So, das ist auch dann eine positive Entwicklung. So, wir sehen langsam, dass dieses strikte überhaupt keine Ausländer mehr bei American, High American, dass das dann weniger darauf fokussiert wird. Interessant. Das macht ja dann unsere Zuhörer optimistisch. Kann optimistisch sein. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nur natürlich am Anfang mit dem ganzen Covid und diese Einreisesperre, dass so viele Geschäftsleute und Unternehmen hatten gehofft, dass das schneller aufgehoben wäre, dass sie sagen, okay, Trump ist nicht mehr da, jetzt Biden, super, Einreisesperre vorbei. Und dass das nicht so schnell passiert ist, natürlich waren sehr viele verärgert, aber gut. Also auf jeden Fall, Sie haben recht, wir haben Mandanten, ich glaube, die haben jetzt ein Jahr auf den Termin gewartet oder so, ja. Also das ist Wahnsinn, das ist der Hammer, ja. Wie lange das zum Teil jetzt sich verzögert hat, also da ist schon tatsächlich viel Geduld notwendig, ja. Vor allen Dingen, wenn man jetzt keine Exemption oder so hat, ja. Genau. Also das ist schon, also wird schon die Geduld geprüft, wie man so schön sagt. Ja, auf jeden Fall. So, aber jetzt ist der Sperre einigermaßen vorbei, gut für Geimpfte, aber mal schauen. Ich meine, deswegen sage ich, Immigration, das ist ständig ein Wechsel und selbst, ich mag das seit 20 Jahren, das ist immer was Neues, was kommt, was mag das interessant, aber manchmal frustrierend natürlich. Jetzt haben Sie gerade am Ende noch betont für Geimpfte. Das heißt, wie ist es momentan, wenn jemand zum Beispiel aus bestimmten Gründen noch nicht geimpft sein kann? Hat er da keine Möglichkeit oder wie sieht das jetzt aus? Es gibt sehr wenige Ausnahmen.
Die Hauptregel ist, man muss geimpft sein, um die USA einzureisen. Wenn das aus medizinischen Gründen nicht geht, da muss man seinen Attest dann von einem Arzt holen, zu erklären, warum. Oder wenn man aus einem Land kommt, wo Impfungen noch nicht so verbreitet sind, dann muss man das dann belegen. Das sind so ein paar von den Ausnahmen, aber sonst, wenn man nur aus persönlichen Gründen sich nicht impfen lassen möchte, dann reicht es leider nicht für die USA. Okay. Auch gut zu wissen, vielleicht für den einen oder anderen. Ja. Schön. Dann habe ich erstmal keine größeren, weiteren Fragen mehr. Sebastian? Nee, war sehr, sehr interessant. Jetzt kann Frau Henke noch sagen, wie Mandanten sie erreichen, die Interesse haben an ihrer Dienstleistung. Genau. Ja, gerne. Ich wollte nur einen Punkt, einen Tipp dann für Leute ist, dass die versuchen immer, wie kann ich dann länger als 90 Tage in den USA bleiben, sondern ich beantrage einfach ein Visum oder Besuchervisum. Ich empfehle immer dann, dass, wenn es geht mit ESTA, dass die Leute so lange wie möglich, so weit wie möglich mit ESTA einreisen, weil wenn man für ein Visum abgelehnt wird ESTA in der Regel nicht mehr gültig sein. Und das ist eine hohe Strafe zu zahlen, nur aufgrund von einer Ablehnung von einem Visum, wo man vielleicht leichtsinnig sagt, okay, denkt, ich beantrage das und versuche das, abgelehnt, ESTA steht nicht mehr zur Verfügung und dann redet man so in einem Teufelskreis, wo, okay, ich brauche ein Visum, bekomme kein Visum und versucht dann jahrelang so, wenn es geht, einfach mit ESTA einreisen, Geschäfte gründen, was machen und bevor man dann ein richtiges Arbeitsvisum dann beantragt, nicht einfach ein Besuchervisum probieren, wenn es nicht nötig ist. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also wir kennen tatsächlich Mandanten, denen genau das passiert ist. Ja. Also die haben sich gesagt, ja, ich will da länger bleiben, haben naiv ein Visum beantragt, dann wurde das Visum nicht genehmigt. Ja. Und damit ist ESTA hat sich dann erledigt. Ja. Also das heißt, das ist ein sehr guter Tipp. Ich glaube, das ist für viele wichtig, genau, dass man lieber mehrere kürzere Reisen macht mit ESTA. Wieder ausreist, sich dann noch mal in einem anderen Land aufhält für eine gewisse Zeit und wieder zurückgeht, als sich dann hier mit einem Visum, ein B-Visum dann leichtfertig zu beantragen. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp, ja. Also, vielen Dank. Ja, gerne, hat mich gefreut und falls Leute dann noch Fragen haben, können Sie gerne mich erreichen. Meine Website ist consular-consulting.com und E-Mail-Adresse auch, das ist mlh@consular-consulting.com oder telefonisch jederzeit in München 089 1711 9458 und würde mich freuen. Ja. Herzlichen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Danke. Danke, Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.